Wir bringen Licht ins Dunkel, zwei Stimmen, ein Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel, wir bringen Licht ins Dunkel. Zwei Stimmen, ein Podcast macht euch gefasst. Engel und Bengel, mit Tech und mit Fun. Wir sind ready, der Podcast beginnt von dann. Hallo und herzlich willkommen. Glück auf. Zur dritten Folge des Engel und Bengel Podcasts. Ich bin Engel. Ich bin Bengel. Und ja, heute reden wir ein bisschen über Kryptowährungen, Aktien und bauen auch darauf auf, was wir letztes Mal besprochen haben. Genau. Mit dem Thema mit der US-Wahl und Trump. Mal kurz nochmal zum letzten Mal. Letztes Mal haben wir... Bevor wir jetzt hiermit anfangen, mit der Kurzzusammenfassung vom letzten Mal, für die uns auf YouTube verfolgen, für mich fällt es gerade sehr schwer, an die dritte Kamera zu denken, die wir jetzt haben. Also Das erste Upgrade, würde ich sagen. Abgesehen vom Audio. Ich glaube, bevor wir ins Thema stürzen, machen wir einfach einen Just Talk. Ja. Also, wie ihr mitbekommen habt, vor allem jetzt wir haben eine dritte Kamera endlich, dass es einfach etwas angenehmer wird zum Zusehen. Leider haben wir es noch immer nicht geschafft, den Sound, den Hall in diesem Raum zu verbessern. Das sollte bis zur 5. Folge definitiv besser werden. Also wäre der Plan definitiv oder nicht? Ich glaube, das ist nicht nur der Plan, das werden wir auch umsetzen. Definitiv. Ansonsten, ich meine, wir haben ja die ganzen Schaumstoffpaneele schon herumliegen, wir müssen sie ja nur mehr installieren. Da werden wir sicher die Zeit finden bis zur 5. Episode und das definitiv dann machen. Genau. Ja, was gibt es zurzeit Neues? Also ich muss sagen, erstens mal größten Respekt und größten Dank vor allem an alle, die uns bis jetzt nur ein Feedback gegeben haben, sei es auf YouTube, sei es privat, da gab es doch einiges an Feedback aus sämtlichen Kreisen, aber vor allem mein Highlight sind die ganzen Hate-Kommentare, wo wir unsere Vermutungen haben, woher sie kommen. Natürlich, sie kommen alle aus unserer Schule. Wir wissen auch, aus welchen Klassen zum größten Teils, denn wir kennen unsere Pappenheimer in der Schule, glaube ich, sehr gut. Und ja, das muss sagen, auf der einen Seite bringt uns das negative Feedback eigentlich gar nichts, außer dass wir uns darüber lustig machen und vor allem dies wieder eine Vorlage gibt für unseren schriftlichen Teil, da wir dieses Thema sonst, glaube ich, nicht so am Schirm gehabt hätten zum Schreiben und wir darauf jetzt natürlich auch sehr schreiben können, was darüber schreiben können vor allem, oder? Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, es sind ja nicht nur diese, ich sage mal, nicht wirklich ernst gemeinten Hate-Kommentare da, sondern es sind ja auch wirklich Kritikkommentare da, die wir auch gerne entgegengenommen haben und die auch versucht haben, es zu verbessern. Aber auch positive Kommentare, über die wir uns sehr gefreut haben und die uns auch weiter darüber ermutigt haben, weiterzumachen und mehrere Folgen zu produzieren. Definitiv. Der Plan ist aktuell, dass wir es probieren, weiter durchzuziehen, denn viele aus allen Kreisen fragen, macht ihr nur 5 Folgen oder wie viele macht ihr für die Diplomarbeit, wie viele braucht ihr überhaupt dafür? Und ich glaube, das können wir hiermit offiziell sagen, wir werden den Podcast über die 5 Folgen hinausziehen und den Podcast so lange weiterführen, wie er uns Spaß macht, glaube ich. Genau. Und wie wir Zeit finden. Genau, natürlich. Und auch über die Diplomarbeit hinaus. Man muss schon sagen, zum Organisatorischen, wir haben in letzter Zeit schon Probleme gehabt, dass wir teilweise noch 1-2 Tage vor Release der nächsten Folge erst die Podcast-Folge produziert haben und somit halt weniger Zeit haben zum Schneiden, aber ich glaube, die Einteilung Montag 6 Uhr ist, glaube ich, nicht so schlecht, da haben wir wirklich eine Woche Zeit immer. Und wir haben natürlich damit uns selber schon, vor allem gleich zu Beginn, zu sagen, jeden Montag um 6 Uhr eine neue Folge. Ja, das war etwas optimistisch zum Beginn. Wir kämpfen damit, dass wir es immer schaffen. Der Audioteil ist relativ einfach, weil er meistens ohne einen Cut veröffentlicht wird. Nur die YouTube-Folge und vor allem YouTube, wie wir uns das vorgestellt haben, dass es auch grafisch interessant ist, vor allem, dass wir auch Shorts dazu produzieren, diese Zeit fehlt uns einfach aktuell. Also da müsst ihr uns verstehen, wir schaffen das momentan einfach nicht mit Aufnahme, Schule, die Testphase, vor allem jetzt war letztes Wochenende zum aktuellen Aufnahmestand unser Maturaball. Da hatten wir einiges zu tun, einiges an Spaß vor allem und
da war es mit dem Podcast am Sonntag, den fertig zu bekommen, schon stressig, würde ich sagen. Und ja, der Plan wäre aber definitiv, wenn es dann mit dem Hauptschulstress bis Weihnachten vorbei ist, dass wir dabei dann definitiv die Videoqualität auch noch verbessern, denn das leidet momentan leider darunter. Genau, aber trotzdem versuchen wir regelmäßig, wie gesagt, das Ganze online zu bekommen und natürlich auch in bester Qualität. Genau. Auch ein Ding, was wir, glaube ich, jetzt schon verkünden können. Der Plan wäre es, wir wissen es nicht, ob es schon mit der 4. Folge ist, aber spätestens mit der 5. Folge, dass unser Podcast dann auch auf Apple Podcast verfügbar ist. Da sind wir beide noch dran. Da gibt es noch ein paar Dinge, die wir für uns klären müssen, dass es funktioniert. Aber eigentlich kam auch der Zuspruch von einigen, dass sie unseren Podcast definitiv auch auf Apple Podcast hören wollen. Vor allem die, die nur auf Apple Podcast hören. Genau. Ich glaube, wir können auch wieder mal sagen, dass wir definitiv uns sehr über euer Feedback freuen. Gerne mehr Feedback. Gerne schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf den Social Media Kanälen. Schreibt uns einfach ein Feedback, denn das bringt uns am meisten weiter. Auch das persönliche Feedback aus unseren Freundeskreisen, aus unseren Bekanntenkreisen, sind wir sehr dankbar dafür. Das wollen wir uns hiermit auch Danke sagen bei euch. Und ja, ich glaube, was gibt es noch zum Reflektieren bis jetzt? Ich glaube, man kann auf jeden Fall, wenn man jetzt die erste Folge jetzt, ich sage mal mit der 3. Folge vergleicht, auch schon eine Steigerung feststellen. Ich glaube, wir haben schon in einigen Bereichen das Ganze verbessert, sei es jetzt mit den Hintergründen oder mit der 3. Kamera oder alleine für uns, wie wir uns den Podcast aufgebaut haben, mit einem Konzept, kleinen Stichwörtern, etc., das seht ihr alles nicht. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, dass wir uns ein bisschen gesteigert haben und Definitiv. wir haben auf jeden Fall nicht vor zu stoppen, sondern weiterzumachen. Und ich muss auch sagen, auch wenn man es nicht glaubt, es gibt doch unheimlich viele Dinge, die man im ersten Moment wir beide nicht am Schirm gehabt hatten und wir jetzt das Stück für Stück darauf nach der ersten Folge, 2. Folge jetzt Feedback bekommen und merken, okay, auf das müssen wir denken, wie wir es angehen, wie wir gewisse Sachen, wie wir schneiden, wie wir uns die Daten gegenseitig zuspielen, vor allem welche Datenmengen dabei anfallen, wie wir es mit dem Veröffentlichen machen. Also das sind gewisse Sachen, die man im ersten Moment nicht am Schirm hatte, glaube ich, kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja. Und nun wir beide doch von Folge zu Folge routinierter werden. Ich finde, das Gleiche ist auch, wenn wir betrachten, wie du eigentlich die Erfahrung schon hast als Streamer, als altbekannter Wilix, hinter der Kamera zu stehen und in die Kamera zu sprechen, was für mich doch relatives Neuland ist. Das kam natürlich auch als Feedback, auch wieder ein großes Dank dafür, dass ich noch doch zu Beginn des Podcasts relativ nervös bin und wir erst mit der Zeit in den normalen Redefluss wieder kommen und dann meistens vorbei ist. Deswegen wird der Plan sein, vielleicht ein paar Minuten länger zu werden, aber wir einfach routinierter sind und es einfach für euch angenehm ist, es anzuhören. Ich glaube, ja. Was gibt es noch? Ich glaube, das war's fürs Erste, oder? Was das? Ich glaube, das war's. Dann hätten wir fast, je nachdem mit unserem zu Beginn unserem Fail. Wir hoffen, dass heute kein Fail passiert, dass alle Kameras halten, nichts ausfällt, so wie beim letzten Mal für die YouTube-Zuseher. Aber ja, ich glaube, dann könnten wir mal die letzte Folge beginnen reflektieren, oder? Genau. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Erzähl. Also, letzte Folge, kurz gesagt, ging es um den Wahlsieg von Trump, für die, die nicht zugehört hatten, mit seinen verrückten Thesen, mit seinem verrückten Team vor allem, das er nun aufgestellt hat. Und da sind wir etwas von der Technik abgedriftet, eher in die Finanzen, in die Personalpoker, die Trump spielt. Und weil wir letztes Mal über Finanzen geredet hatten, glaube ich, haben wir heute ein relativ spannendes Thema. Aber ich glaube, wir müssen die noch etwas genauer reflektieren. Ich glaube, du hast was zusammengeschrieben. Genau, also grundsätzlich ist ja, muss ich sagen, ist das Thema heute auch wieder nicht 100% Technik, was gar nicht schlimm ist, sondern wir schließen einfach ein bisschen am letzten Thema an. Ja, ist doch Technik. Hallo? Ja, ein bisschen Technik ist auf jeden Fall dabei, aber wir reden doch wahrscheinlich wieder mehr zum Thema Wirtschaft, vor allem, weil wir heute auch als großen Punkt einfach Bitcoin haben und Aktien. Eigentlich generell Krypto, auch mit dem Hintergrund vor allem, mit der Blockchain. Das würden wir anschneiden. Genau, und es ist halt
wir vergleichen das dann auch noch ein bisschen jetzt, wie denn genau Trump jetzt einen Einfluss auf das Ganze hat oder hatte und wie sich das Ganze wahrscheinlich entwickeln wird. Es ist auch noch wichtig zu sagen, das ist unsere Meinung. Wir wollen hier keine Tipps zum Investen oder ähnliches aufstellen, sondern das ist rein unsere Meinung. Und nur weil wir jetzt zum Beispiel gleich sagen, dass Bitcoin ein neues Hoch erreicht hat, heißt das nicht, dass jetzt alle in Bitcoin investieren sollen. Das kann auch wieder droppen innerhalb von einem Tag. Definitiv allein die heutigen Sprünge, also am Tag. Wir nehmen heute natürlich am 21. November auf. Also allein, was aktuell teilweise Sprünge im Bitcoin-Kurs sind, die sich stündlich um ein paar tausend Euro verschieben, ist schon faszinierend. Und ja, was hat den ganzen Bitcoin-Hype eigentlich ausgelöst? Oder wollen wir eher beginnen mit der Geschichte etwas? Weil ich glaube, da hast du etwas zusammengeschrieben. Oder hast du dich etwas besser informiert, würde ich sagen, oder nicht? Genau, also ich würde grundsätzlich einfach mal kurz darauf eingehen. Bitcoin selber gibt es ja schon sehr lange. Und wirklich in den Hype ist es eigentlich erst 2008 gekommen, während der Finanzkrise. Das war sozusagen so eine Antwort darauf, das ganze Kryptothema. Und damals war es im Prinzip das Ziel, eine unabhängige und unabhängig und fälschungssicheres Geld im Prinzip zu haben. Und das haben sie auch ein Stück weit geschafft. Und ganz nicht, aber mittlerweile kann man Kryptowährungen sicher auch als Währung anerkennen, meiner Meinung nach, und sie sind auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Genau. Definitiv, also ich habe nur kurz nachgesehen, also ich finde allein die Unmengen an Spekulationen, wer der Gründer ist von Bitcoin, welche Theorien es dafür gibt, vor allem mit wie hieß er? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der Bitcoin-Gründer ist eine solche Legende geworden in dem Kryptobereich, dass er einfach was geschaffen hat, was in der heutigen Zeit spekuliert wird, ob es nicht eine nationale Reserve von Amerika, von den United States of America wird. Also die Kryptowährung, die Blockchain dahinter hat schon Gewaltiges verändert. Und ich finde, die Blockchain hat definitiv nicht nur im Kryptobereich, sondern in vielen Bereichen ein großes Potenzial, was immer mehr genutzt wird. Genau. Wenn wir schon groß von Blockchain reden, was genau ist Blockchain? Wie kann man das in einem Satz mal ganz kurz zusammenfassen? Für mich fällt das schwer, aber ich muss sagen, Blockchain, wie würde ich es zusammenfassen? Es ist einfach ein Protokoll eigentlich, wo viele Rechner zusammen überprüfen, ob das stimmt und die Daten oder die Buchung oder die Transaktion auf jedem Rechner im Logbuch reingeschrieben wird und so einfach, blöd gesagt, überprüft wird, dass hier keiner ein Schindluder treibt, beziehungsweise hier etwas probiert zu stehlen. So. Also das System ist schon sehr sicher aufgebaut, jedoch muss man sagen, es ist sehr energiehungrig eigentlich, was es eben im Sinne des Klimawandels und der eigentlich immer kontroverser teilweise macht, aber Bitcoin hat einfach mittlerweile so eine Macht, die gesamte Kryptobranche, vor allem jetzt mit dem Wahlsieg von Trump in Amerika, wo wir wieder zur letzten Folge kommen, dass es sehr spannend wird, wo die weitere Reise hingeht, denn die Spekulationen, in welchen immense Summe Bitcoin noch steigen soll und welchen Wert sie vermuten, weil momentan sind wir noch unter den 100.000, aber wir sind, ich glaube, 92.000, 93.000 aktuell, so um den Dreh, und da ist nicht mehr viel bis zu den 100.000 Euro. Wenn man es vergleicht, der erste Hype, glaube ich, 2015 oder so, genau. Dann kam einmal ein weiterer, vor allem, ich glaube, das war während Corona, ein gewaltiger Hype, dann vieles wieder natürlich dazwischen und mittlerweile jetzt vor allem durch Trumps Wahlsieg und dass Trump ein Krypto-Fan, würde ich nicht bezeichnen, aber ein Krypto-interessierter Mensch ist, hat sich die Bitcoin-Community und der Hype um Bitcoin wieder stark gemacht und ja. Genau. Du hast das schon mal ganz kurz angeschnitten, wenn wir mal auf die erwarteten Trends eingehen. Was würdest du sagen, was sind so die Trends, welche kann man erwarten, vor allem in der Wirtschaft, Umweltpolitik oder auch Steuerpolitik? Jetzt meinst du jetzt auf Trump bezogen oder wie meinst du? Vor allem jetzt durch den Trump-Sieg, auf was kann man da spekulieren? Naja, also man weiß ja schon eigentlich, dass Trump wieder das Pariser Klimaabkommen verlassen wird. Man sieht es ja auch auf den Aktienmarkt eigentlich, dass Aktien die
grüne Aktien sind, eigentlich momentan nicht sehr gut laufen, denn momentan laufen einfach alte Aktien, blöd gesagt, besser oder Sparpläne, ETFs, die alle Unternehmen im Boot haben und nicht nur grüne Unternehmen. Denn wir sind momentan so an einem Punkt angelangt, wo der eine Teil der Erde versucht eigentlich grün zu werden, der andere Teil wiederum, so wie jetzt Trump will, die Gebiete in Alaska mehr Öl fördern und noch mehr Öl, obwohl Amerika ja schon so viel Öl fördert wie noch nie. Also es kann schon definitiv spannend werden, wo wir uns in Bezug auf das Klima, vor allem den Klimawandel hinbewegen. Denn wenn wir Trump haben, der was eigentlich den Klimawandel verneint, sein ganzes Umfeld ein negativ auf den Klimawandel zu sprechen ist und sagt, er existiert nicht oder verleugnet. Auf der anderen Seite sitzt aber Elon Musk in Trumps Kabinett, der was die Doge führen soll, der was ein großer Befürworter von Elektromobilität ist. Also diese Kombination hat auf der einen Seite ein hohes Potenzial, aber vor allem auf der anderen Seite ein hohes Risiko, würde ich sagen, dass es entweder wirklich gut funktioniert oder sie, so blöd es klingt, Amerika an die Wand fahren. Beziehungsweise in gewissen Bereichen an die Wand fahren. Wenn es für Amerika gut läuft, was ich aktuell vermuten werde, sieht es für uns in Europa jedoch schlecht aus. Wenn aber Trump Amerika gegen die Wand fährt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sieht es für uns Europäer auch schlecht aus. Also wir Europäer haben einfach verschlafen, so blöd wie es klingt, oder nicht? Ja, ich glaube, über das Thema, dass Europa verschlafen hat, das haben wir, glaube ich, in allen Episoden bis jetzt schon drin gehabt. Es ist aber leider so. Ich glaube, es ist einfach eine Tatsache, ja. Und ich würde trotzdem sagen, es kann Vorteile haben. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass Trump das ganze Thema um Bezahlen mit Krypto, Handeln mit Krypto, ich glaube, da werden wir viele, vielleicht Vereinfachungen miterleben mit ihm. Was denkst du, glaubst du, dass es alles leichter wird, mit dem zu handeln, zu kaufen? Vielleicht sogar im Supermarkt in Amerika erstmal oder vielleicht auch in Europa dann später? Oder glaubst du, dass Trump das eher nicht unterstützen wird? Naja, ich finde das Ding ist was halt Krypto das Ding halt einfach ist, dass der Staat bei Krypto eigentlich wenig mitreden kann, weil alles dezentral ist, was auf der einen Seite der Vorteil ist, denn unsere Währungen basieren auf unseren Ländern Dollar, der Euro, der chinesische Yen und bei Bitcoin und den Kryptowährungen ist es so, dass das eine eigene Währung ist. Das heißt, sie ist weltweit gleich viel wert und ich muss nicht meine Euro, die ich in Europa verdiene, wenn ich in Amerika was ausgeben will, wieder umrechnen oder andere Kurse. Der Bitcoin ist der Bitcoin und der Bitcoin ist immer gleich viel wert. Und das macht es für den weltweiten Handel eigentlich so viel einfacher und so viel dezentraler. Auch, ich vermute zwar, Trump wird einiges im Kryptobereich machen, nur auf der einen Seite, Krypto ist zum Ausgehen, für die Anonymität wirklich super. Man kann anonym Sachen bestellen und alles. Nur das Problem ist halt der kriminelle Bereich. Und für die Kriminellen hat Krypto natürlich ein gewaltiges Potenzial, denn wo keiner drüber schauen kann, vor allem unsere Bankkonten, da kann der Staat sehen, wenn gewisse Dinge sind, bei Krypto eben nicht. Und ich glaube nicht, dass Trump sich leisten kann, dass er hier Gesetze einführt, dass er das eigentlich kontrolliert, denn er kann es einfach de facto. Es ist fast unmöglich, dass man jetzt sagt, ich will den Bitcoin kontrollieren, vor allem der Bitcoin ist weltumfassend, nicht nur ein Dollar in Amerika oder so. Oder aber nicht? Ich finde genau, das ist das Gefährliche, weil das ist die politische Unsicherheit, die wir einfach zurzeit haben, die halt einfach mal von Amerika ausgeht. Und es ist trotz der Unsicherheit trotzdem zurzeit so, dass die Leute, nur weil irgendein scheinbarer Kryptomillionär sagt, dass irgendeine Aktie oder irgendeine Kryptowährung steigen wird, die Leute akzeptieren das höhere Risiko und steigen einfach blind ein. Und ich finde, das ist halt vor allem das Gefährliche daran, weil wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, welche Regelungen kommen jetzt. Und klar gibt es Aktien oder Kryptowährungen, wo man einsteigen kann, ohne viel Vorwissen, aber die Leute gehen dann auch meistens dann mit höheren Summen direkt rein, weil der eine hat gesagt, dass das bald so viel steigen wird, dass ich danach reich bin. Ich sage, es ist schwer, finde ich. Auf der einen Seite verstehe ich die Leute, die was rein investieren,
Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, also ich betrachte den Kryptomarkt etwas vorsichtig, denn wenn man mitbekommt, das Problem ist halt, es gibt so viele Kryptobörsen und das Problem ist, wie es in Amerika bereits bei einer der Fall war, die pleite ging, die ganzen Anleger sind dann machtlos, denn ihre Bitcoins oder ihre anderen Coins liegen, Solana, Ethereum, liegen bei den Anbietern und wenn die pleite gehen, dann ist das in der Masse drinnen. Das im Gegensatz zu lokalen Wallets, Hard-Wallets, die man zu Hause hat, wo man seine Währung drauf schickt und sie einfach bei dir ist und sicher ist. Jedoch muss man auch sagen, man ist selber für die Sicherheit und dass man es wieder erreichen kann, seine Daten, einfach verantwortlich. Denn man gibt die guten Beispiele von Menschen, die eben Bitcoins auf einem Rechner gehabt hatten und den Rechner nicht weggeschmissen hatten oder ihre Hard-Wallets verloren haben. Also es ist schon ein hohes Eigenrisiko, aber alles, was ich selber habe, wenn ich es auf meinem Hard-Wallet habe, auf meinem Ledger zum Beispiel, dann ist das einfach bei mir und ich bin darüber, habe die Verantwortung. Also wenn ich mir was kaufen würde, oder wenn ich es mehr kaufen würde, besser gesagt, würde ich es mir definitiv auf einem Hard-Wallet bei mir selber ablegen, denn alles, was bei mir ist, ist bei mir und ich bin von niemandem anderen abhängig. Oder wie siehst du es? Da stimme ich dir absolut zu. Ich finde das sowieso, ich finde beides, Krypto und auch Aktien, haben beide so seine Vor- und Nachteile. Egal, ob ich sie jetzt selber bei mir habe irgendwo oder ob sie bei irgendeinem Betreiber liegen, was auch immer. Und ich finde, man sollte sich das einfach genau überlegen, wie man das macht, weil es kann doch, so blöd es klingt, je nachdem welche Summe man investiert, innerhalb von Tagen so sein, dass man entweder viel gewinnt oder viel verliert. Definitiv. Und dann sollte man bereit sein oder dann sollte man wissen, was man tut und nicht einfach, vielleicht einmal das auf einer Harddisk gespeichert haben und dann weg. So blöd wie es klingt, aber muss ich doch nicht sowieso, wenn ich meine eigenen Finanzen, ist es hier gleich am Aktienmarkt. Wenn ich Geld investiere, muss ich damit rechnen, dass es entweder mehr wird, aber vor allem auch, dass ich es verliere. Deswegen sollte man ja vor allem gewisse Reserven sicher anlegen, wo man weiß, die vermehren sich fix und gewisse, zum Beispiel ein Spielgeld, wie ich es so gerne nenne, in Krypto anlegen oder nicht? Beziehungsweise ist es nicht eigentlich sinnvoll und jeder sollte das wissen? Auf jeden Fall, aber ich glaube, die Leute nehmen das einfach nur nicht so ernst. Es ist, den meisten Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass man da so viel verlieren oder gewinnen kann. Wenn man ins Casino geht und man geht mit 100 Euro ins Casino und man spielt 5 Runden, sei es Blackjack, sei es Slots, dann weiß man gewinnt oder verliert. Und da weiß man auch, wenn man verliert, ist das Geld weg. Aber das Thema ist halt, dass die Leute, glaube ich verstehe deinen Vergleich, nur die meisten Menschen kennen die Stories einfach, wie die Menschen einfach durch Bitcoin reich geworden sind oder durch andere Kryptowährungen und wollen das Gleiche. Nur das Thema ist halt, das kann sein, muss nicht sein. Und ich verstehe die Menschen, die da viel Zeit rein investieren. Natürlich kann man dann, wenn man sich tief ins System reinfuchst in das Ganze, kann man da eine Menge Geld verdienen. Es gibt so viele spannende Kanäle, die wirklich analysieren, den aktuellsten Kurs, alle wird studieren und analysieren und wann sie kaufen, was sie verkaufen. Das ist spannend und cool und auch gut, weil wir müssen uns weiterentwickeln auf der Erde, denn früher gab es den Tauschhandel, dann kam Gold und das Silber, dann kamen die ersten Währungen, vor allem hier in Europa, jedes Land seine eigene Währung, dann kam der Euro und ich glaube, dass Kryptowährungen in langer Zukunft ein Potenzial haben, Großes zu erreichen. Und mir kommt gerade so eine blöde Idee. Du kennst ja die ganzen Stories von Leuten, die Kryptowährungen selbst erstellt haben. Ja. Du kennst ja auch so gewisse, die großen Hedgefonds, da kann man ja einsehen, was die aktuell gekauft haben, was in ihrem Portfolio ist. Mhm. Das Spannende ist, sind Bitcoin und Ethereum und so drinnen, aber es sind auch so viele Shitcoins in diesem Portfolio. Weißt du auch warum? Naja, weil es sicher hoffen, dass das auch noch rumgeht. Nein, weil die Ersteller von solchen kleinen oder Spaßprojekten, die eigentlich nur Geld abzocken wollen, meistens damit, dass die einfach am BlackRock oder anderen großen Unternehmen zum Beispiel 1000 Bitcoins oder 1000 ihrer Währung
Coins, ihre Währung schicken, übertragen. Warum? Dass die Leute, die das Portfolio studieren, denken, die haben dort investiert, dann kaufe ich mir auch den und so einfach Geld abcashen. Also man muss halt wirklich, und da sind wir eigentlich bei dem Thema, vor allem Sicherheit wieder, vor allem für nicht erfahrene Personen, dass man mit aufpassen muss, wo man kauft, wo man verkauft und wo man seine Daten speichert. Denn mir fällt es einfach immer öfter auf, wenn man hier unterwegs ist bei uns, dass wir eigentlich mit gewissen Passwörtern und Daten zu unsicher umgehen, denn keiner nutzt, die seltensten, was ich kenne, nutzen Zwei-Faktor-Authentifizierung, abgesehen von uns Jungen, aber vor allem Ältere oder eine Passwortmanager ist schon gängiger geworden, nicht nur mehr das typische Passwortbuch, das man zu Hause hatte, aber es gibt halt so viele mehr Möglichkeiten, seine Passwörter sicher zu verwahren. Aber wenn es heißt, das kostet jetzt im Jahr Hausnummer 50 €, ach nee, danke, doch nicht. Aber es wäre eigentlich so wertvoll und gut, denn wenn man Identitäten stiehlt, also Passwörter stiehlt, was man damit anstellen kann, man sage jetzt, man stiehlt, ich muss sagen, IT Austria, das ist relativ sicher geworden, ist mittlerweile relativ sicher, weil das sind deine Führerscheindaten. Mit einer IT Austria kannst du in Österreich über eine Person alles herausfinden. Gesundheitsdaten und Finanzdaten. Und wenn man solche Sachen nicht sicher speichert, dann wird es schwer. Aber ich glaube, da könnten wir mal eine ganze Folge nur über Sicherheit und Internetsicherheit eigentlich halt machen, oder? Das wäre auch so eine potenzielle Folge, wo man einen Gast einladen könnte. Ich Definitiv. Glaub, da gibt es viele Da Experten, hätten wir ein paar Ideen. Auf jeden Aber Fall. dazu später mehr. Ja. Weil wir gerade eben vorher hast du den Trend angesprochen, dass die Leute so Shit-Coins erstellt haben. Was sagst du dazu? Es gibt ja noch immer, dass es dieses Bitcoin-Farming gibt, dieses Bitcoin-Minen mit eigenen Computer. Da gab es ja auch einmal einen riesigen Trend, wo das gefühlt jeder an seinem Computer gemacht hat, um ein paar Bitcoins oder ein paar 0,000 irgendwas Bitcoins gefarmt haben. Was würdest du sagen, wie würdest du den Trend bewerten? Ist der sinnvoll? Nee, der Trend ist hier in Europa. Entschuldigung. Der Trend hier ist eigentlich gestorben hier in Europa, denn mit unseren aktuellen Strompreisen kannst du das nicht machen, denn die Strompreise sind einfach zu hoch. Des Zweitens, die Leistung zum Bitcoin-Minen ist einfach mittlerweile für die kleinen Bitcoin-Miner einfach so gering geworden, dass das Thema sich immer weiterentwickelt, dass es hier in Europa schwer ist, sinnvoll noch und lukrativ Bitcoin zu minen. Da muss ich sagen, da finde ich zum Beispiel das Unternehmen, da gibt es ein Unternehmen, ich glaube in Innsbruck oder Tirol definitiv, ein Unternehmen, das Bitcoin-Miner, die kann man ja kaufen, Bitcoin-Miner in Heizungen einbaut. Das heißt, man stellt in der App ein, man will Hausnummer 40 Grad im Raum, vollkommen übertrieben, sagen wir jetzt 20 Grad oder was, und man hat einen großen Raum, stellt man den rein und der Bitcoin-Miner durch seine Abwärme erhitzt automatisch den Raum. Man kann sich das hinstellen, wie früher ein Holzofen, kann man sich jetzt einen Bitcoin-Miner hineinstellen. Und so blöd das klingt, es gibt sogar eine Business-Anwendung dafür. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen hergehen und sagen, ich habe hier eine große Halle, ich hänge mir an die Hallendecke jetzt 3 solcher riesen Heizungen, die Bitcoin minen und dadurch meine Halle heize. Also ich finde die Idee vollkommen cool. Das Thema ist halt nur auf der einen Seite cool, also ich würde es mir definitiv holen, wenn es nicht so teuer wäre, aber wie sinnvoll und lukrativ das auf Dauer ist. Ja. Aber ich glaube, das war so mal ein Ding, dass wir uns das mal anschauen könnten. Wenn wir es hinbekommen, sowas einmal anzusehen, wäre es vollkommen super, spannend. Ja. Aber du hast ja schon richtig gesagt, wir haben einfach in Europa zu hohe Strompreise oder Energiepreise grundsätzlich, und würdest du sagen, gerade wenn Trump ja das Ganze befürwortet, jetzt kommen wir wieder zu den USA zurück, würdest du sagen, wenn er jetzt vor allem auf erneuerbare Energien setzt, dass man dadurch vor allem das Minen zum Beispiel auch fördern kann, vor allem mit den USA? Naja, ich finde halt, gemeint wird aktuell dort, wo die Strompreise einfach tief sind. Also, und vor allem, wo es kühl ist, denn das Mining, das Rechnen
braucht einfach enorme Rechenpower, Strom, Wärme wird produziert. Wenn man die Abwärme sinnvoll nutzt, wie in den Rechenzentren, in den guten Rechenzentren, dann macht es einen Sinn. Nur es ist halt so ein Ding, wie auf der einen Seite brauchen wir erneuerbare Energie für unseren gesamten, dass wir unsere Wirtschaft und alles umstellen. Auf der anderen Seite nutzen wir es für Kryptomining. Es ist schwer und vor allem, man muss mir auch eigentlich sagen, dass alle Kryptominer, jeder Kryptominer in der Konkurrenz zu den anderen steht. Denn der, was die meiste Rechenleistung hat, kann auch am meisten Bitcoins minen. Das muss man ja einfach so sagen. Und deswegen steigt die Leistung sukzessive immer an. Die Anbieter wollen immer bessere Rechenleistung zur Verfügung stellen können. Und dadurch wird es für den Heimanwender, wie es früher einmal war, wo man mit einem kleinen Bitcoin-Miner den zu Hause sich gemeint hat, eher unlukrativ. Was aber witzig ist, also ich glaube, ich werde es mir jetzt in naher Zukunft mal holen. Ich hatte es schon mal angeschaut, wer wie Bitcoin-Lotterie spielen. Es sind so kleine Miner, denn man hat die Möglichkeit, dass man mit so einem Mini-Bitcoin-Miner eigentlich, man kann es vergleichen wie Rubbellos spielen, ich glaube 3, irgendwas Bitcoin schürft. Ich kann es leider nicht genau sagen mehr, aber es sind so, die brauchen nur etwas Minimalstrom und es ist eine reine Spielerei für einen Technik-Nerd, so wie es wir zwei doch teilweise sind in gewissen Bereichen, ist es cool, aber ja, also Bitcoin-Mining sind für die Privatpersonen tot, einfach Punkt, fertig, aus. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr weiter reden drüber, oder? Ich würde das gar nicht nur auf Privatpersonen beziehen, sondern teilweise auch auf ganze Länder, weil viele Länder, vor allem auch wie in Österreich, wir haben gar nicht die Energiekosten grundsätzlich, die wir für das brauchen, und das ist dann auch für Firmen nicht leistbar, dass sie sowas machen, oder schwerer Firmen leistbar. Ich würde eher sagen, das sind einfach, meine persönliche Meinung, Technik-Nerds, die aus ihrem zuerst mal Hobby dann sich selbstständig gemacht haben und dann eine große Firma aufgebaut haben. Nur, dass sich das hier in Europa noch abgesehen in den skandinavischen Ländern oder in Island vielleicht wer macht, ist schwer, denn Strom ist einfach das Nötigste und vor allem einen Haufen an Kohle, denn ohne Geld kann ich mir keine guten Rechner kaufen und ohne gute Rechner bin ich der anderen Konkurrenz von Bitcoin-Minern einfach hilflos ausgesetzt. Also man kann zwar Bitcoin bei uns noch minen, aber das würde ich eher als Hobbyprojekt sehen, wenn man die Stromkosten egal sind, so wie bei uns, wo die Eltern noch den Strom zahlen, dann kann man sich's einreden, aber sonst wirtschaftlich ist das absolut nicht mehr tragbar. Naja, wirtschaftlich wäre es auch nicht tragbar, wenn man den neuen Microsoft Flight Simulator spielt. Der verbraucht gleich viel Strom. Ja, das ist ein anderes Thema. Gut, wenn die Server funktionieren. Genau, wenn. Nicht so wie beim Release, wo einige das genau Spiel hinuntergeladen hatten und dann fast einen Tag nicht spielen konnten, weil einfach zu viele Leute das neue Spiel testen wollten. So wie dein Bruder zu 100%, oder? Ja, er hat sich's runtergeladen, aber... Hat er schon gespielt? Ja, er hat es gestern angespielt, ja. Hat ihn gar nicht schlecht gefallen. Gott sei Dank. Ja. An dieser Stelle liebe Grüße an den Fabi. Ja. Was würdest du den Anlegern empfehlen zu tun? Du hast ja auch Aktien. Würdest du bestimmte Sachen empfehlen? Vielleicht nicht unbedingt eine Aktie, sondern eine Branche oder... Also aktuell ist es schwer, finde ich, denn seit Trumps Wahlsieg sind alle Aktienkurse, teilweise vor allem die amerikanischen Aktien, dermaßen in die Höhe gesprungen. Man merkt es auch bei den Sparplänen, also vor allem wenn man einen MSCI World oder vor allem der S&P 500, also die größten 500 Unternehmen Amerikas, dass diese gewaltig nach oben gesprungen sind. Man merkt, teilweise nimmt der aktuelle politische Einfluss im Kurs wieder ab. Teilweise sinkt es, teilweise steigt es. Es ist momentan doch noch relativ hoch in gewissen Bereichen. Doch was ich eigentlich, muss ich sagen, habe ich auch aus einem anderen Podcast gehört, was viele meinen, dass gewisse europäische Unternehmen eigentlich viel zu wenig bewertet sind, beziehungsweise eigentlich gewisse europäische Unternehmen, die aber auch in Amerika tätig sind, so wie die Deutsche Telekom, einfach einen relativ guten Aktienkurs haben, dafür, dass sie eigentlich auch ein amerikanisches Geschäft haben, was in diese Aktie mit einfließt. Also
wenn jetzt ein Neueinsteiger kommen würde, würde ich sagen, mach einen Sparplan und geh in einen MSCI World. Vor allem zu Beginn würde ich persönlich nur den MSCI World sagen. Emerging Markets, meiner Meinung nach, zahlt sich erst nach ein paar tausend Euro aus, dass man das mehr diversifiziert. Die goldene Regel, wie sie oft gesagt wird, 70-30, 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Emerging Markets ist auch spannend, da ist vor allem China der große Treiber. Bei der MSCI World ist das vor allem Amerika. Man kann natürlich sagen, man geht in den S&P 500, der was rein Amerika ist, läuft definitiv besser. Nur persönlich muss ich sagen, ich will nicht nur von Amerika abhängig sein. Sicher zu größtenteils hängt der MSCI World von Amerika ab. Doch wenn Amerika abkackt, irgendwas schief läuft, jetzt kommt es wieder zu einem Crash oder was, dann ist nur Amerika mir persönlich nicht so lieb. Da investiere ich lieber auch etwas Geld in europäische Aktien, wie nur in amerikanische. Deswegen, wie ich es bereits einigen empfohlen habe, macht euch einen Sparplan, sucht euch eine Trading-Firma aus. Schaut vor allem hier in Österreich, dass es steuereinfach ist, dass es nicht nur ein deutscher Broker ist, sondern auch ein österreichischer Broker. Die Neo-Broker sind sehr beliebt aktuell. Da gibt es doch einige gute Aktionen. Gewisse bekommen jetzt Vollbanklizenzen. Also da ist momentan sehr viel Bewegung im Markt. Und auf der anderen Seite ist der Kryptobereich, der was, wenn es so weitergeht, definitiv mehr Gewichtung in der nächsten Zeit bekommt, wo auch etablierte Aktienfanatiker oder Aktieninsider, wie sagt man, Aktieninsider? Ja. Finanzexperten so, dass Finanzexperten auch meinen, sie versuchen gewisse Renditen in Aktien zu sichern. Auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile einen Bitcoin-ETF, der was auch relativ gut läuft. Also das sind immer halt so Sachen, wo man selber sich einlesen muss, einarbeiten muss und vor allem nicht auf unsere Tipps horchen soll oder unsere Expertise soll. Das muss definitiv jeder für sich selber entscheiden, oder? Genau, auf jeden Fall. Also nur weil wir im Podcast sagen, investiert in MSCI World, heißt das nicht, dass ihr das auch tun sollt. Hört nicht auf uns. Genau. Wie würdest du das vielleicht noch zum Abschluss sehen? Sind wir schon beim Abschluss? Ich würde schon sagen, dass wir fast beim Abschluss sind. Schauen wir mal, wie lange wir noch reden. Würdest du den Menschen raten, jetzt derzeit in Bitcoin zu investieren? Wenn ich mir die Analytiker anschaue und die Analysen, die sie veröffentlichen, als Bitcoin noch definitiv über die 100.000 Euro gehen wird, würde ich sagen, man kann es definitiv machen. Persönlich weiß ich nicht, ob ich es machen sollte. Auf der einen Seite ist der Bitcoin wird, glaube ich, spätestens zu Trumps Amtsantritt im Jänner definitiv nochmal steigen. Darauf traue ich mich wetten. Auf der anderen Seite machen wir eine Wette. Können wir machen. Live im Podcast. Live im Podcast, definitiv. Also ich sage, es ist schwer. Aber ich traue mich. Wie viele Prozent schätzt du, wird Trumps Aktie, das ist auch ein anderes Thema, aber vor allem Bitcoin eigentlich dann bei Trumps Amtsantritt im Jänner in die Höhe schießen? Was schätzt du? Also ich würde weg von den Prozent, ich würd vom Dollarwert gehen. Ich sage, dass es auf jeden Fall im ersten Jahr, wo Trump Präsident ist, also im Jahr 2025, definitiv über 100.000 gehen wird. Ja, das ist definitiv. Also, das können wir schon machen, nur ich vermute, Bitcoin wird definitiv noch vor Jahreswechsel über die 100.000 Euro gehen. Traute ich mich jetzt zu sagen und ich glaube, wir machen es. Was machen wir? Ich glaube, das würde ich nicht sagen. Also, ich würde sagen, es geht erst in 2025 auf 100.000. Ich würde sagen, was ist Wetteinsatz? Wenn ihr Ideen habt für einen Wetteinsatz habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das entscheiden wir in der nächsten Folge, was der Wetteinsatz ist. Also schreibt uns Kommentare, schreibt uns ich glaube, wir machen eine Insta-Story, genau, was der Wetteinsatz ist und ich würde sagen, top, die Wette gilt. Aber okay. Ja, es ist, glaube ich, es wird spannend, wo Auf sich jeden die Fall. Finanzmärkte, die Kryptomärkte hinentwickeln.
Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage. Wenn du jetzt sagst, du müsstest 50 Euro investieren oder sagen wir 100 Euro, würdest du es in Bitcoin oder zum Beispiel in Solana oder in einen anderen Coin investieren? Also ich glaube, Oder Ethereum. wenn man es auf Langzeit sieht, würde ich glaube ich, also auf Langzeit jetzt mehr wie 5 Jahre sieht, würde ich sagen, würde ich fast sogar schon in Solana investieren. Einfach weil ich glaube, dass Solana in nächster Zeit ziemlich hochsteigen wird. Obwohl Solana ja im Vergleich zum Sommerloch, wie die japanische Börse zuerst gecrashed ist, Genau. mehr oder weniger, eigentlich schon so tief war wieder Genau. und jetzt schon bei 240 Euro ist. Also momentan fällt es mir schwer, dass ich sage, ich investiere Geld in Solana hinein, obwohl Solana, glaube ich, in naher Zukunft definitiv Potenzial hat, weiter aufzusteigen wieder, denn Solana ist doch relativ weit unten, wenn man sich im Vergleich zu den anderen anderen Kryptowährungen ansieht. Also vor allem aktueller Solana-Kurs 233 Euro und wenn man sich ansieht, also ich glaube, ich mache mal einen Screenshot, aber man sieht relativ gut, dass der Solana-Kurs allein heute schon wieder um einiges gestiegen ist und von 222 zum Beispiel bis jetzt auf 235 Euro und der Solana-Kurs meiner Meinung nach eigentlich nur eine Richtung kennt und die ist nach oben aktuell. Genau. Und ich glaube, das wird auch so bleiben und deswegen würde ich meine 50 oder 100 Euro in Solana investieren derzeit. Obwohl ich dann wieder witzig finde, wenn wir uns jetzt da wieder den allseits beliebten Dogecoin ansehen. Da war ja der Dogecoin, also er ist auf einem Einjahreshoch mit, wie hoch sind wir aktuell? Ja, er war bereits auf 41 Cent oben und ist mittlerweile wieder bei aktuell 36 Cent. Also es ist faszinierend, denn Dogecoin hatte seinen All-Time-High eigentlich bei 61 Cent im Jahr 21, also wieder Dogecoin-Hype einfach war. Und ja, also ich muss sagen, ich verstehe Dogecoin. Er ist der Meme-Coin unter allen, vor allem da. Jetzt sind wir wieder beim Ausgang der Folge, da ja mit dem Thema der letzten Folge mit Trump und das neue Amt, wo Elon Musk tätig werden soll ja Doge heißen. Und natürlich explodieren die Spekulationen in der Krypto-Bereich und deswegen einfach, es ist ein rundum geschlossenes, gehyptes System, will ich fast sagen. Und da hat sich wieder unser Podcast-Kreis gerade wieder irgendwo geschlossen, oder nicht? Genau. Am Ende, am Anfang. Definitiv. Genau. Naja, ich würde noch sagen, wir würden uns definitiv über euer Feedback freuen. Genau. Schreibt uns in den Kommentaren, schreibt uns auf Insta und bitte gebt uns Feedback. Wir sind sehr dankbar. Nur bitte, wenn ihr Feedback gebt, bitte gebt uns sinnvolles Feedback. Und nicht nur Kritik ohne Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen sollen, damit euch der Podcast besser gefällt. An dieser Stelle würde ich sagen, dass wir mal sehen können, wer wirklich so lange daran ist, vor allem die auf YouTube dabei sind. Schreibt uns einfach einmal, was nehmen wir? Machen wir ein Einhorn. Machen wir ein Einhorn. Schreibt Einhorn oder ein Einhorn-Emoji in die Kommentare, dass wir wissen, wer wirklich so lange dabei ist. Bin ich gespannt. Ich glaube, der es als erster schreibt, uns irgendwo schreibt, bekommt definitiv eine Erwähnung im nächsten Folge. Eine Erwähnung, definitiv, aber irgendein Geschenk von uns, weil das müssen wir schon appreciaten, dass wer so lange dabei ist. Ist ja auch heute nicht so kurz geworden, die Folge, aber ich glaube, langweilig ist sie definitiv nicht. Definitiv nicht. Und ich glaube, wenn euch der neue Style, dass wir haben zu Beginn mehr reden, gefällt, bitte schreibt uns definitiv das Feedback dazu, dass es euch gefällt. Wenn nicht, schreibt es nicht. Oder schreibt, dass es euch nicht gefällt. An dieser Stelle würde ich sagen, Glück auf. Perfekt. Super.